Frau Embacher. Sie hatten im Jahre 2012 einen plötzlichen Herzstillstand, der ihr Leben veränderte. Wie kam das? Es war der 29. März 2012. Der Tag ist eigentlich so gestartet wie jeder Tag. Ich habe meine Tochter, damals 3,5, in die Kindergruppe gebracht, also in die Krabbelstube. Und mein Mann hat da zu diesem Zeitpunkt noch geschlafen und ich bin zurückgekehrt und habe mir nur gedacht, heute fühle ich mich nicht so gut. Und habe das auch zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich lege mich noch ein bisschen hin. Und mein Mann hat gesagt, das ist in Ordnung. Er geht in der Zwischenzeit unser Lokal, wir waren damals selbstständig in der Gastronomie, vorbereiten für den Tag und ist aus dem Haus gegangen. Ja, und da hört dann meine Erinnerung auf, weil danach bin ich anscheinend ja umgefallen. Mein Mann, der hat vergessen, ein wichtiges Fax, das war 2012 ja noch üblich, ein Fax zu verschicken, das zu schicken. Das heißt, er ist zurückgekehrt und hat mich liegen gesehen. Er hat dann versucht, mich wiederzubeleben, also mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Er hat auch den Rettungshubschrauber organisiert, den Notarzt und so. Die waren auch innerhalb kürzer Zeit da. Ich habe dann zweimal den Defibrillator gebraucht, um wieder quasi das Herz in Gang zu bringen. Es ist ja dann in Erzählung, wie gesagt, das ist alles erzählungstechnisch. Das Schlafzimmer hat ausgeschaut wie in einem Schlachtfeld, weil da waren natürlich sämtliche Ampullen von Adrenalin und sonstiges ist herumgelegen. Und die erste, wenn man jetzt sagen will, bewusste Erinnerung, war dann dieser Moment, wo ich mich selbst in der Intensivstation liegen habe gesehen, weil der plötzliche Herzstillstand hat dann die Ärzte dazu veranlasst, mich in ein künstliches Koma zu verlegen oder zu schicken oder zu machen. Und ich war dann eine Woche in diesem Koma. Und das war so dieser Moment, wo ich eben quasi außerhalb meines Körpers so quasi gelegen und gesessen oder gestanden, das kann man ja nicht so genau sagen, wie das ist. Ich habe mich einfach nur liegen gesehen. Und der Moment, der wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil dieser Raum war dann so voller Licht. Ja, das war so, als ob ich mitten in der Sonne stehe, vielleicht kann man das so am besten erklären. Und ich kann mich erinnern, ich hab mein Bett gesehen, wo ich gelegen bin, und dann war da eine Uhr. Und bei dem Uhr haben sich die Zeiger aber nicht bewegt, also so, als ob sie stehen geblieben ist. Und es ist mir einfach nur, wie soll ich sagen, ich war so zufrieden, also so in mir ruhend, wenn man so haben will. Und dann kann ich mich halt an so viele Szenen erinnern, wo ich immer die Infusionsflaschen gesehen habe. Ich habe auch gespürt, wann quasi die Infusion in meinen Körper gelaufen ist, dann so als ob sich die Blutkörperchen bewegen. Und ich habe wirklich gesehen, wo die Flüssigkeit sich hinbewegt. Ja, so. Ich habe meinen Mann natürlich jeden Tag gesehen, habe auch ihm nachher erzählt, also was er alles erzählt hat, welche Gespräche er mit mir geführt hat. Ich habe meine Mutter mit ihrer neuen Brille gesehen. Als ich dann nämlich aufgewacht bin und sie mich besucht hat, habe ich gesagt, du hast eine neue Brille, ich habe gewusst, dass du eine neue Brille hast. Ich habe das genau beschrieben und habe ihr erzählt, dass sie mir erzählt hat, dass sie es gekauft hat. Also so halt solche Geschichten. Ich habe genau, wenn man das jetzt so, das ist immer so eine Schwierigkeit, was für eine Wahrnehmung war zu diesem Zeitpunkt. Also ich kann mich erinnern, dass ganz viele Gestalten um mich herum waren, Lichtgestalten. Ich weiß auch, dass der Raum zum Beispiel keine Begrenzung mehr gehabt hat. Es war kein Intensivstationsraum mehr, sondern es war grenzenlos. Also es war nur hell. Also all diese Grenzen haben gefällt. Und ich war halt mitten da drinnen. Nach dem Spitalaufenthalt hatten Sie eine erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit. Wie zeigte sich das und wie lernten Sie, damit umzugehen? Also ich war ja in summa summarum quasi 14 Tage, also eine Woche auf der Intensiv und eine Woche auf der Normalstation. Und man wollte mich ja nicht heimgehen lassen, aber ich bin einfach so ich mache das halt dann, wenn mir das so vorkommt. Ich habe auch dann einen Revers unterschrieben, aber ist ja gleich. Und dann bin ich nach Hause gekehrt und sitze dann mit meinem Mann auf der Terrasse, also auf dem Balkon, und sagt zu ihm, du, siehst du das auch? Und mein Mann sagt, was siehst du denn? Und ich so, ja, einen Mann neben mir. Und dann sagt mein Mann, nein, ich bin da. Sag ich, nein, nicht du, dieser da. Und so hat es eigentlich begonnen, dass ich mir dachte, ich weiß nicht, irgendwas ist da komisch. Also das ist irgendwie so. Und ich habe den dann wirklich gesehen. Also so, ich habe ja genau beschreiben können, wie der Weg ausschaut. Und da ich ja so überhaupt nicht für mich die Esoterik einordnen kann, war das für mich so, oh je, jetzt bin ich dann ja auch in dieser Kategorie hellsichtig, hellsehend, hellwissend, ich weiß nicht, wie man das jetzt alles nennt.
Aber es war so, es hat mich so berührt. Also es ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so ein Muss, ja, sondern es war einfach da. Und dann habe ich hingeschaut, habe das meinem Mann erklärt, habe ich gesagt, hoffentlich geht das wieder weg, weil ich möchte meinen Job zurückkehren. Ich habe ja dann wieder weiterhin als Pharmareferentin gearbeitet. Und dann ist mir halt auch so passiert, dass ich im Wartezimmer sitze und das weiß ich auch heute noch, da ist ein 65-jähriger Mann so schräg gegenüber mir gesessen und ich denke mir, oh, was hat der bei den Lungen? Und gehe dann natürlich, weil als Vertreter geht man ja immer vor die Patienten hinein und dann sage ich zu dem Arzt, und habe ich gesagt, gekannt, und ich sage, du, der da nach mir kommt, was hat denn der bei den Lungen? Und er so, wieso weißt du das? Und ich so, ich sehe das. Und dann hat er mich dann so angeschaut und ich habe so gemacht, also es war halt so es war halt einfach total spooky, ja, weil ich mir dachte, ich will das ja gar nicht. Also es war halt einfach so präsent, ja. Und dann ist aber immer Gott sei Dank wieder weggegangen. Also Gott sei Dank zu diesem Zeitpunkt war das für mich unmöglich gewesen, das so aufzunehmen. Und dann war ich schwanger zu meinem Sohn. Und in der Nacht, wo er verstorben ist, habe ich Schreie gehört. Und jemand hat gedacht, das ist der Schrei meiner Tochter. Aber es war der Schrei meines Sohnes, der in dieser Nacht verstorben ist. Und dann habe ich eigentlich so den Entschluss für mich gefasst, das war so quasi der zweite Zensur, jetzt ist genug. Habe dann auch meinen Job gekündigt, habe zu meinem Mann gesagt, so, jetzt, ich bin jetzt Hausfrau, Mutter, ich bleib zu Hause. Und dann ist einfach das noch mehr gekommen, weil wenn man eine Sache weglässt, dann kann ja die zweite wachsen. Und ab diesem Zeitpunkt waren dann diese Fähigkeiten nicht mehr nur 5 Minuten da, sondern 24 Stunden. Und die Frage, wie ich damit umgehe, also am Anfang war es sehr schwierig, weil ich mir gedacht habe, ich mag das vielleicht gar nicht. Also es hat mich ja keiner gefragt, ob ich das wirklich machen möchte. Und dann war das für mich so klar, ich muss da einen Deal machen. Und habe aufgeschrieben, also einen Vertrag zwischen da oben oder zwischen meinen Begleitern und mir, zu sagen, okay, ich werde euch diese Sache, wie auch immer das sein wird, machen, aber ich schaue nicht in die Zukunft. Also schickt mir keine Menschen, die von mir etwas wissen wollen, wie es in der Zukunft ausschaut. Und dann ist es halt gewachsen. Das heißt, es ist immer, ich sehe 24 Stunden Dinge, ich habe 3 unterschiedliche Stimmen, die mir immer so flüstern. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß so viel, ich weiß auch nicht warum, es ist halt so. Und ich habe einfach aber gelernt, wenn ich privat unterwegs bin, ich nicht hinzuhören. Das heißt, es ist dann so, als ob das hinter einem Vorhang ist, ich das zwar wahrnehme, aber so, ja, genau. Sie haben von einem Begleiter gesprochen. Können Sie das noch etwas genauer erläutern? Ja, also es ist so, dass ich meine Begleiter kenne. Es wechselt immer, ich sehe ganz oft meinen verstorbenen Vater und auch meinen Sohn. Mein Hauptbegleiter, wenn wir so haben, wie Sanat Kumara, der hat mir in der Anfangsphase sich einmal vorgestellt. Ich habe das auch gar nicht kennt, dass es sowas überhaupt gibt. Aber er spricht eben mit mir und die anderen 2 Stimmen wechseln immer. Das kann man nicht so zuordnen. Das ist einmal eine weibliche, einmal eine männliche. Aber er ist eigentlich die Hauptsprache oder die Hauptstimme, die ich höre. Ja. Und diese Person unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit? Richtig, genau. Ja, genau. Also es ist manchmal ein Wirrwarr, weil ja ganz oft alle 3 Stimmen gleichzeitig sprechen. Aber ich habe mir an das schon gewohnt, weil ich bin auch ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, eine bisschen verrückte, also so gesagt, macht also ein bisschen durcheinander nein, nicht durcheinander, aber einfach humorvoll und so. Und darum nehme ich das einfach immer so, wie es ist, ja, so gesehen. Und das war für mich kein einziger Moment eigentlich eine Bürde, sondern ein totales Geschenk und ich sage immer, es ist eine Bereicherung für mich total. Also diese Wahrnehmungsfähigkeiten sind für Sie keine Belastung? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Nein. Also ganz im Gegenteil, sondern es macht so eine Vielfalt. Ja, also es ist so, wie ich zuerst schon gesagt habe, also diese in mir ruhend zu sein, ist so ein Vertrauen so einer, wie soll ich sagen, einer Größe. Also jetzt nicht so, ich bin so groß, das nicht, sondern mit mir selber, ja. Und diese Stimmen verleihen mir das quasi zu bewahren, aber auch weiterzugeben. Vielleicht ist das so zu erklären. Was für Auswirkungen hatten diese Erfahrungen auf Ihr Leben und Ihr Weltbild? Also eigentlich war das so, dass mein Mann und ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht verheiratet waren. Das war vielleicht die erste Auswirkung. Also ihm zu sagen, wenn du mich heiraten möchtest, dann
darfst du, sollst du, kannst du diesen Weg mit mir gehen? Sonst wäre es vielleicht besser, nicht zu heiraten, weil es wäre auch dann billiger. Aber er hat gemeint, er geht mit mir mit. Und den Weg meine ich, dass ich kann ja nicht mehr in mein ursprüngliches Leben zurück. Also ich kann ja nicht diese Wahrnehmungskanäle abschalten. Ich kann ja nicht sagen, halt so, und jetzt sehe ich nichts mehr. Oder ich höre nichts mehr. Oder ich weiß nichts mehr. Also es geht ja nicht. Sondern es hat mich so bereichert und dadurch natürlich auch meine Familie. Wir haben ja eine Tochter, die ist jetzt 14, in der Pubertät. Aber sie hat das auch gelernt, ja, dass bei uns ja zu Hause mehr Menschen sind. Ja? Also wir sind ja immer begleitet. Also jeder ist begleitet. Ja, immer vom Schutzengel und einen anderen Begleiter, der ja immer wechselt. Und das wie soll ich sagen, es hat mein Weltbild so verändert, dass wir einfach nie alleine sind. Sondern immer geführt, beschützt, berührt und trotzdem aber den eigenen Willen haben zu sagen Nein. Ich sage auch ganz oft Nein. Zum Leidwesen meines Mannes. Aber also, wie gesagt, ich sage das, es ist überhaupt keine Bürde und ich sage das auch ganz viel meinen Kunden oder so, die zu mir kommen. Wenn man es nicht annimmt, okay, es ist ja jedem seine Entscheidung. Ich hätte ja sagen können, nein, ich mache das nicht. Und es wäre ja nichts passiert. Aber für mich war das irgendwie so, vielleicht anders erklärt, ich schreibe ganz viele Tagebücher oder Gedanken täglich. Und da war immer ein Tempel mit 4 Säulen. Und den schreibe ich seit ich 8 Jahre bin oder so. Und immer hat eine Säule gefehlt. Also mein Tempel war immer so leicht schief. Und jetzt weiß ich, was diese Säule ist. Und deswegen, für mich macht mich das ganz. Aber es kann für einen anderen eine Bürde sein und der muss halt dann diese Säule weglassen. Aber für mich war ganz klar, diese Säule hat mir gefehlt. Und erst jetzt fühle ich mich ganz. Was für eine Tätigkeit führen Sie jetzt aus aufgrund dieser Erfahrung, die Sie da gemacht haben? Ich bin seit 2016 selbstständig als systemische und spirituelle Mentorin. Was mir sehr geholfen hat oder was mir nach wie vor sehr hilft, ich war ja Pharmareferentin, also über 20 Jahre. Das heißt, ich habe so ein kleines medizinisches Wissen. Und wie soll ich sagen, ich habe Menschen also mein jüngstes Kunde oder Klient, wie man das jetzt immer, also der halt zu mir gekommen ist, war 3 Wochen, so ein Baby. Und der älteste 65. Also ich unterstütze halt, also ich gebe Impulse fürs Leben. Das heißt, die Menschen kommen in jeglichen Lebenssituationen zu mir, ob jetzt mit Krankheit oder mit beruflichen Entscheidungen oder mit Eheschwierigkeiten oder egal, sondern sie wollen halt einfach, weil sie wissen das ja bereits. Man weiß es ja, um was es geht. Das heißt, sie brauchen ja nur von einem, so quasi einen Außenstehender, der es so macht, einen Impuls gibt, so ich sage immer, ich bin so ein bisschen der Anstoß für damit der erste Dominostein fällt. Und bei dieser Arbeit werden Sie von der geistigen Seite unterstützt? Ja, sehr, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja, sie sind immer sehr aktiv und es war so vielleicht so als Erzählung oder als kleiner Hinweis, mein erster Klient oder einer meiner ersten war ein junger Mann, also eigentlich war er 7, genau. Und der hat so ganz geschwollene rote Lippen. Und es geht immer so in die Schule, ja, weil er sich so schämt. Und er war bei mir. Und zuerst hat er gesagt, Mama, ich fahr zu keiner Hexe. Ich fahr das nicht, ich mach das nicht. Und dann ist er zu mir gekommen und ich schaue ihn an und sag, Löwenzahn-Tinktur. Und es war einer meiner ersten und ich so, was habe ich jetzt gesagt? Und die Mutter lächelt und sagt, Löwenzahn-Tinktur. Und ich so, das hilft. So ungefähr läuft es dann bei mir im Ab, weil ich immer so überrascht bin über das. Ich kann das ja nicht wissen. Ich habe keine Ahnung von Pflanzen, keine Ahnung von Steinen. Also, aber sie füttern mich so und dann ist es so, das ist einfach da und ich sag das. Und natürlich habe ich dann bei den ersten Kunden, die zu mir kommen, gegoogelt, ob das schon so ein bisschen einen Wahrheitscharakter hat, weil mir natürlich da das Vertrauen gefehlt hat. Aber jetzt google ich nicht mehr, weil ich genau weiß, das, was ich sage, ist einfach so. Fertig. Und es ist so. Und das, ich weiß nicht, es sind einfach die Erfolge so schön. Ja? Das sind ja nicht meine Erfolge, sondern es ist ja nur der Impuls. Und jetzt habe ich eine zum Beispiel eine da, die kein Neurodermitis mehr hat, die jetzt Mutter von Zwillingen geworden ist. Es gibt eine, die hat nie richtig essen können, kein Brot, kein Gemüse, kein Obst, kein nix eigentlich so, kann jetzt alles essen. Es gibt Menschen, die
plötzlich lächeln in der Früh. Ja, also das sind so, aber ich sage ja immer, das bin nicht ich, sondern es ist ja nur quasi dieser Impuls, der von oben oder von der Seite, wo auch immer, zu mir kommt und quasi da durch mich durchströmt und ich gebe es weiter. Frau Imbacher, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich sage auch vielen, vielen Dank.